Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es weiter mit unserer 2D-Spieleprogrammierung in Java Swing und dem Spiel Snake. Wahrscheinlich wird es der letzte Teil werden, das heißt, ich hoffe mal, dass alles so funktioniert. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen Bug fixen. So, wir haben hier schon mal unsere Basisklasse, die einfach nur das ganze Swing-Objekt erstellt und aufruft. Und dann haben wir hier in unserer Paint-Methode, unserer Game-Klasse, die ganze Grafik drin, also das, was wir hier zeichnen wollen. Dann haben wir die Schlange wird gemoved. Wir haben den Check, ob der Apfel gefressen wird oder ob die Schlange stirbt. Und dann haben wir noch eine Methode zum Spawn von dem ganzen Ding. So, und dieses Mal wir haben hier irgendwo noch einen Key Listener reingetan. Einen Snake Listener habe ich ihn genannt und das ist jetzt der hier. So, ähm, und ja, den möchte ich mit euch heute hier ähm, machen. Ja, wir möchten einfach ein paar Keys drücken können, ohne dass unser Spiel abstürzt, beziehungsweise wir wollen die Keys drücken und dann soll auch noch was Sinnvolles passieren. Was jetzt Java für mich automatisch gemacht hat, ist, es hat Implements geschrieben und was ich dann machen muss, ist, ich muss hier alles implementieren, was ich gar nicht möchte. Ich möchte nicht Key Typed implementieren, ich möchte auch nicht Key Released machen. Deswegen lösche ich das hier alles mal wieder und dann sage ich hier einfach nur Extends. So, und du kannst dann machen, was du möchtest, Java. Ich nehme dann nämlich nicht den Key Listener, sondern den Key Adapter. So, und den importiere ich von Java AWT. Gut, und dann muss ich nur noch eben das hier machen. Okay, so, was wir jetzt hier in dieser Methode machen können, ist folgendes. Das hier soll bitte wieder ein E sein, ich bin daran sehr gewöhnt. Ja, so, also, wir haben hier ein Integer Key ID, welcher Key gerade gedrückt wurde. Und dieses E liefert uns genau das. E.getKeyCode. So kriegen wir äh, unsere Taste raus, die gerade gedrückt wurde. Und wir wollen jetzt Folgendes haben. Wir wollen hier einfach ein paar Sachen prüfen. Ähm, ja, was wollen wir denn haben? Wir wollen hier, okay, wenn der Key, wenn der, die Key-ID, um genau zu sein, und das kann man jetzt hier eben über Key-Event, upsala, kann man das überprüfen. So, jetzt haben wir hier ein paar verschiedene Sachen. Okay, wir haben Location Numpad, wir haben Left, wir haben Right, wir haben noch ein paar andere Sachen hier. Alt haben wir, Backspace, ihr seht, da sind einige drin. Sogar irgendwas Japanisches habe ich gerade gesehen, als ich drüber geflogen bin. Okay. Und wir wollen das ganze Ding ja mit den Pfeiltasten eigentlich steuern. Das heißt, wir sagen hier einfach mal KeyEvent.vk Bodenstrich. Was haben wir hier angefangen? Lasst mich überlegen mit links. Also sagen wir hier VK Left, genau. So, aber was wir jetzt noch hier kaputt machen müssen, ist folgendes. Wir können nicht nach links gehen, wenn wir gerade eben nach rechts gegangen sind. Das heißt, ähm, wir müssen hier noch auf diese Variable hier zugreifen. Private int Direction. Und deswegen setze ich den hier mal auf Protected. Oder einfach auf Public. So. Und was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir sagen, okay, ähm, und es darf nicht passiert sein, dass unser äh, achso, und das sollte vielleicht noch static sein, sonst kann ich nicht drauf zugreifen. Game.direction gleich. So, jetzt muss ich gucken, was war rechts? Rechts war 1. Also wenn das 1 war, dann geht es nicht. Deswegen setzen wir hier dieses Not vorne dran. Und wenn wir dann nach links drücken und das vorher nicht rechts war, dann passiert... Wow, was ist jetzt passiert? Nicht das, was ich vorhatte. So, achso, da fehlt noch eine Klammer. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, dann setzen wir links
ja, wir setzen links auf True, das heißt, wir müssen hier game.direction gleich 0. Wir setzen, ja, das war's schon. Ähm, gut. Okay, dann machen wir hier weiter. Wir brauchen das Ganze ja noch für 3 andere Keys, nämlich für hoch und erstmal für rechts noch. VK Right heißt es, glaube ich. Ja, genau, hier ist es. So, das geht nicht, wenn wir gerade nach links gelaufen sind. Und wenn wir das drücken, gehen wir logischerweise nach links. Und dann haben wir hier noch VK Up. Das geht nicht, wenn wir gerade nach unten sind. Jetzt muss ich gucken, was war unten, was war oben. Oben war 2, unten war 3. Also wenn es 3 war, geht es nicht. Das heißt, wir ignorieren es einfach, wenn es vorher 3 war, dann ist es so, als hätte man gar nichts gedrückt. Ansonsten setzen wir es auf 2 und hier setzen wir es ansonsten auf 3 und natürlich, wenn wir hier Down haben, sollte Down heißen, ja, und wenn es vorher 2 war, geht es nicht. Gut, und jetzt haben wir hier schon unsere Key-Events. Unser Snake ein bisschen verändert, aber kaum eigentlich. Und ja, das passt eigentlich soweit. Und jetzt können wir das Ganze mal laufen lassen und hoffen, dass es funktioniert. Achso doch, eine Sache fehlt noch, bevor wir starten können. Und zwar können wir hier das ganze Spiel, wir können es schon mal starten, wenn ihr wollt, dann sehen wir, was der Fehler ist. So, es bewegt sich nichts. Warum bewegt sich nichts? Naja, weil das Spiel offiziell noch nichts tut. Und was wir deswegen machen, ist folgendes. Wir brauchen einen Timer, der uns quasi jederzeit für uns das Spiel überwacht und einfach mal schaut, ob wir was neu zeichnen sollen oder ob wir vielleicht auf einen Key hören sollten, der das einfach immer wieder für uns macht. Und deswegen schreibe ich jetzt auch hier mal gerade den Import selber. Es ist wichtig, dass ihr dabei javax.awt, nicht awt, swing, Timer importiert und nicht den anderen Timer, den ich euch in den Zeitvideos gezeigt habe, sondern wirklich den von javax.swing, dass der auch wirklich hier drauf zugreifen kann, weil der nimmt auch das als Argument und so weiter und so fort. So, und dann brauchen wir hier als allererstes mal diesen Timer noch. Timer t gleich, vielleicht nicht New Timer, einfach nur Timer t. Vielleicht Private noch setzen, dass da auch niemand anders drauf zugreifen kann. So, und jetzt in unserem Konstruktor, direkt unter Running, würde ich sagen, T ist ein neuer Timer. Und je nachdem, wie schnell ihr diesen Timer setzt, wird das Spiel auch schwerer. Also ihr könnt euch da von mir aus auch noch Schwierigkeitsgrade implementieren, wo dann die Schlange so mit Speed 250 km/h rumrennt. Ich für meinen Teil werde jetzt hier mal 200 nehmen. Ich bin da ein bisschen Newbie drin. Und wir setzen ihn auf This. Was das macht, ist eben, wie ich schon gesagt habe, er checkt dann die ganze Zeit einfach mal. So, und jetzt sagen wir hier Timer Start. Und was wir hier unten natürlich noch brauchen, ist, wenn wir tot sind, muss der Timer aufhören. Achso, if not running t.stop. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Nein, es läuft. Also, wir haben es gestartet und unsere Schlange hier schlängelt sich da ganz nett rum. Und wir sehen, wir können hier auch einfach mal ganz fröhlich Äpfel futtern. Und wir werden auch tatsächlich länger. Das ist das Schöne dran. Ich spiele jetzt hier einfach mal noch ein bisschen Live Snake und ja, ähm, ich brauche halt keine Lizenzen für dieses Let's Play, sondern kann hier einfach schön fröhlich vor mich hinschlängeln. Also ihr seht, wir werden auch länger. Und jetzt beiße ich mich mal selber. Bam. Und dann steht da Game Over, you died noob. Das Spiel beleidigt mich sogar, wie gemein. Okay, nächste Chance, wie wir sterben können, ist, wir können einfach rausrennen. Ja, da funktioniert es genauso, wir sterben genauso. Also es scheint alles zu funktionieren. Und ihr könnt jetzt richtig schön Spaß haben. Dieser Apfel, achtet übrigens darauf, dass eure Grafiken wirklich 10 auf 10 Pixel sind. Das musste ich gerade eben noch verbessern. Deswegen habe ich euch auch mal heimlich pausiert. Nein, Spaß. Bei mir war hier einfach, der Apfel hat 3/4 von dem Bild belegt und ich habe nichts anderes gesehen. Deswegen konnte ich mich auch nicht richtig bewegen.
weil ich die Grafik aus Versehen die Originalgrafik genommen habe mit der vollen Größe von HD. Ja, wir haben hier tatsächlich einen HD-Apfel. Das ist echt faszinierend. Und ihr seht, ich kann auch nicht nach links gehen, ich kann jetzt auch nicht nach unten gehen, jetzt nicht nach rechts und jetzt nicht nach oben. Ja, das war jetzt ganz schnell hoch und dann links, rechts. Das funktioniert scheinbar. Das ist blöd. Moment, das kann man schon buggen. Nein? Achso, ja gut. Es funktioniert nur, wenn wir schon ein bisschen länger sind. Okay, also ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Spiel und es hat euch auch Spaß gemacht, das zu programmieren. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich immer über Kommentare, Likes und Abos und so weiter freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sowas, dann schreibt mir die Dinger in die Kommentare. Ich bin sehr glücklich drüber. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.